Auf der Seite der Viajeros hat man hier also die Möglichkeit, einmal ein Formular zu erstellen oder zu editieren. Die Sprachen sind verfügbar mit Spanisch und Englisch. Wenn ihr allerdings einen Browser benutzt, wie zum Beispiel Google Chrome, könnt ihr gegebenenfalls auch hierüber noch weitere Sprachen hinzufügen. So, wir lassen es hier aber auf Spanisch und geben hier jetzt erstmal den Namen ein. Ja, in meinem Fall jetzt also ganz fiktiv, nicht ganz fiktiv, denn ich heiße Jorge. Ähm, genau, denn der Nachname. Und dann geht's los mit dem Geburtsdatum. Auch das ist tatsächlich mein echter Geburtsdatum. Genau, danach geht's dann weiter mit weiblich oder männlich. Und ja, wo die Person geboren wurde, also in dem Fall ich, wo ich geboren wurde. Hier, diese Liste ist auf Spanisch. Soll heißen, hier jetzt als Beispiel Germany konnte man jetzt also nicht eingeben, sondern man muss nach Alemania suchen, also in Deutschland, Alemania. Wenn man kubanischer Staatsbürger ist, würde dann halt in der nächsten Zeile hier die Nummer ja, der Identität sozusagen eingetragen werden müssen. Für Touristen aus Europa ist das ja in dem Fall jetzt nicht notwendig. Ja, ansonsten sind auch hier alle weiteren Daten auszufüllen, in dem Fall also wo der Reisepass beispielsweise ausgestellt wurde und die Passnummer und wo derjenige, also ihr in dem Falle wohnt, in unserem Fall jetzt hier also Deutschland, also wieder Alemania. Correo ist dann die E-Mail-Adresse, denn da wird die PDF-Datei hingeschickt und dann noch die Telefonnummer. Ja, hier müssen es auch zwangsweise Zahlen sein. Ich habe es hier mal mit den Xen versucht, wie bei den anderen auch, aber es müssen tatsächlich Zahlen sein. So, hier wird das Datum erfragt, wann dann die Reise stattfindet. Wir sind jetzt hier schon auf der zweiten Seite insgesamt von 5. Also wann findet die Reise statt? Und wir sehen, wir können tatsächlich nur die nächsten 3 Tage, also inklusive heute, auswählen. 29., 30. und 31. Darüber hinaus hat man keine Auswahlmöglichkeit. Also hier ist man limitiert auf die kommenden 3 Tage, da entsprechend dieses Formular auszufüllen. Die Nummer des Fluges, also des Flugzeuges, welches dann quasi in Kuba landet. Und genau, dann halt die Airline. In dem Fall ist sogar noch Air Berlin enthalten, aber gut, in der Liste. Als Beispiel haben wir hier jetzt Air France und die Nummer des Sitzes. Dann wird hier erfragt, wo in Kuba man landet. Da müsst ihr halt schauen, ob nun in Havanna, Varadero, Holguín, ne, und gebt da den entsprechenden Flughafennamen ein. Dann die Frage, wo die Reise begann, in welchem Land. In dem Fall also wieder Alemania als Beispiel. Und das Motiv der Reise. Ja, für mich war es Visita, aber für die meisten wird es halt Turismo, also Tourismus sein. Und dann geht es auch schon weiter auf die dritte Seite. Hier werden jetzt Gesundheitsdaten erfragt, beziehungsweise ist halt die Frage, ja, wo man halt dann quasi in Kuba größtenteils zumindest verweilt, wo der erste Anlaufpunkt ist. Na, also wir sagen, wir bleiben erstmal in Havanna, um genauer zu sein, Centro Havanna, und dort sind wir in einer Casa Particular. Ne? Oder man ist halt im Hotel, ne? Oder wenn man eine Residenz hier hat, dann meinetwegen auch diese. Die meisten werden allerdings eine Casa Particular haben oder im Hotel sein. Deswegen haben wir hier jetzt Casa Renta für Casa Particular. Und Direktion ist halt die Adresse, wo sich diese befindet. Dann ist hier jetzt die Frage, ja, in welchen ja, Ländern man in den letzten 15 Tagen war, sofern man verreist war. Und inwiefern es irgendwelche ja, Symptome gab. Beziehungsweise ob man vielleicht auch Kontakt mit jemandem hatte, der halt Covid-19
positiv war. Genau. Danach halt die Frage, ob man geimpft ist oder halt entsprechend einen Test gemacht hat. In dem Falle würden wir jetzt also sagen, okay, wir sind geimpft, würde man jetzt hier entsprechend den Impfstoff auswählen, den man bekommen hat. In dem Beispiel haben wir jetzt Moderna mal, BioNTech genommen und würden jetzt hier ankreuzen, ob halt die Impfung komplett oder eben nicht komplett verabreicht wurde. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Und jetzt sind wir auf Seite 4. Hier sind dann halt die Zollbestimmungen, die erfragt werden. Na, inwiefern es irgendwelche Dinge gibt, die hier entsprechend deklariert werden müssen. Als Normalreisender, sage ich mal, ist das eigentlich selten der Fall. Geht es denn darum, inwiefern man beispielsweise mehr als 5000 US-Dollar mit einführt oder ob man irgendwelche Elektrogeräte mit einführt, die dann halt auch dagelassen werden, wie zum Beispiel Fernseher oder ähnliches. Das würde man dann hier quasi mit angeben insgesamt. Wenn man allerdings nichts davon hat, weder mehr als 5000 Dollar noch irgendwelche sonstigen Gerätschaften, die eingeführt werden, dann wird hier zum Ende nochmal gefragt, ob man irgendwas deklarieren möchte. Man klickt auf Nein, sofern man nichts hat, und dann geht es weiter. Ja, hier wird dann nochmal die Rechtmäßigkeit abgeklärt, dass die Daten soweit auch der Wahrheit entsprechen. Man gibt den Code ein und geht weiter. Und dann ist das Formular an sich auch schon ausgefüllt. Mehr ist es nicht. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, aus drei Sachen auszuwählen. Einmal nochmal ein weiteres Dokument zu erstellen, wenn man beispielsweise nicht alleine reist. Oder das Formular zu editieren. Oder in dem Falle jetzt sich das PDF einfach mal anzuschauen. Und dieses PDF, das kriegt ihr auch per E-Mail, würde an der Stelle Sinn machen, das Ganze auch auszudrucken.